Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF und wir befinden uns hier auf der Essener Motorschau mit einem netten Herrn. Ich denke, der kann sich selber vorstellen. Mein Name ist Patrick Frei von der Firma Autowelt Frei. Ja, mittlerweile sind wir dicke Kumpels hier. Das kann man gut sagen. Ich würde sagen, mindestens 2-3 Mal die Woche telefonieren wir. Ja. Und ja, es geht auch manchmal nicht nur um Autos. Selten, ja. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Wir haben hier hinter uns einen schönen GT3 RS stehen, 991.1, der natürlich diesem schönen Herrn hier gehört. Ja, ich würde sagen, wir holen mal ein bisschen aus. Ne? Warum ist das Auto hier? Also, wir beide haben uns mal getroffen auf dem Flugplatz. Da hattest du das erste Mal deinen 991.1 Turbo dabei. Genau. Der mit dem 1400. Ja, da mit einem GT3 mit Turbo. Ja, und dann ist Patrick natürlich nicht dran vorbeigekommen, mit diesem Auto mitzufahren. Und dann ist das natürlich alles ein bisschen ausgeufert. Aber ich würde sagen, bevor wir zu dem Umbau gehen, was wir gemacht haben, erzählst du vielleicht mal ein bisschen, was du vorher mit dem Auto gemacht hast. Wir haben ein Auto an den Nordhorn und haben uns darauf spezialisiert, eigentlich meistens Porsche, auch Ferrari, Lamborghini als Unfallautos zu kaufen, die fertig zu machen, weil ich einen Mechaniker habe, der bei Porsche gelernt hat und halt das nötige Fingerspitzengefühl hat, das auch zu reparieren. So. Jeder muss wissen, wenn es jetzt gerade um das Auto geht, das Auto war mal weiß, hatte einen Unfall hinten links und vorne links. Mittlerweile ist er nicht mehr weiß. Es wurde alles sach- und fachgerecht repariert. Das Auto hat danach sogar eine frische Approved damals bekommen, weil dass das so ausgeartet ist, war eigentlich nie geplant. Ist meistens nicht der Plan. Nein. Dann fing das an mit diesen Turismo-Felgen, die drauf sind, weil ich diese Felge vom Aventador sehr geil fand. Und ich habe halt gedacht, Zentralverschluss, kann man ja vom Aventador abschrauben da dran. Kann ich euch sagen, geht nicht. Also passt nicht. Was man natürlich auf der Seite geil sehen kann, ist, dass es natürlich einmal alles gold lackiert worden ist. Ne? Mit dem, das fand ich sehr geil. Das fand ich sehr, sehr geil. Das ist jetzt neu gekommen. Ja. Auto hatte auch damals, wo ich ihn bekommen habe, nur eine Stahlbremse, keine Keramik. Ja. Aber es sieht schon viel geiler aus. Ist sehr, sehr geil. Und es fing ja, wie gesagt, mit der Felge an. Was cool war, wir haben das auf die Originalmaße gebaut, wie Porsche das vorgibt beim GT3S, haben auch den Originalreifen drauf gemacht und haben durch eine Einzelabnahme das auch eingetragen bekommen. Perfekt, besser kann es nicht laufen, oder? Dann ging es weiter, Fahrzeugtechnik Kassens kennengelernt. Richtig cooler Typ, der Richard, Luftfahrwerk reingekommen. Hast du hier oben auch einen Kompressor drin, ne? Ja, genau, das ist der Kompressor davon. Weißt du, was eigentlich noch fehlt? Da muss eigentlich noch ein dicker goldener 9FF-Aufkleber drauf. Nächstes Mal. Ja, und so ging das dann weiter. Auch das damals eintragen lassen, aber dann ist es ausgeartet. Ja, und ja, wir können ja mal was einblenden. Wir sind ja mit dem GT3 ja gefahren. Matti hat bestimmt ein paar Aufnahmen noch vom Flugplatz. Und danach im Prinzip war das Thema durch. Ne? Da laden 2 Lader bei euch rum. Da laden 2 Lader dann auf einmal rum und irgendwie kam dann eins zum anderen. Ne? Genau. Komm, wir gehen mal rüber und zeigen dir mal, was wir hier Beklopptes gemacht haben. So, was man natürlich jetzt gut sehen kann, hier sind keine Schubumluftventile und keine Wastegates. Aus dem einfachen Grund, wir haben damals uns extra für EFR-Lader entschieden. EFR 7361, glaube ich, heißen die. Kann das, dass die 7163 sind. EFR machen wir nicht so oft. Die haben nämlich den Vorteil, die haben integriertes Schubumluftventil und integriertes Wastegate, was uns natürlich viel mehr Platz gibt, um das hier alles schön zu bauen. Ja, sonst ist es im Prinzip ein Turbo-Kit von uns. Die bieten wir an für 991.1 GT3 oder Punkt 2 GT3 RS. Also alles, was quasi sauger ist. Und ja, hier haben wir ein paar schöne Luftlader, Luftkühler eingebaut. Kann man nämlich schön durch die Seite die Luft ableiten und alles funktioniert wie im Serienauto. Brauchen wenig Ladedruck, fahren hier die 0,4, 0,5 Bar Ladedruck und kommen trotzdem auf 750, 780 PS. Was ich finde eigentlich ganz cool ist. Vor allem, weil man kann alles wieder zurückrüsten, wenn man wollte. Genau, ist Bolt-on, ja. Ja, und ich würde mal sagen, in Gold ist auch ein Hingucker, oder? Haben wir dezent gebaut. Sehr unauffällig, ne? Ja. Ja. Also doch, großes Dankeschön an euch. Die Idee hattest du, muss man auch erwähnen, mit dem im Goldenen und alles. Ja. Also wir hatten die Idee ohne Heckstoßstange, ja. Und so bleibt das jetzt auch. Ja, ist schon echt geil, echt geil. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so geil rüberkommt, weil wir haben ja extra die ganzen Logos ja lasern lassen. Dann haben wir ja noch ein paar Sachen gemacht, damit man jetzt mal anschrauben kann. Aber es wirkt doch noch ein bisschen krasser. Ich habe zuerst gedacht, es geht sehr unter. Doch, wirkt richtig krass.
Aber das Wichtigste ist natürlich für mich, du bist zufrieden mit der ganzen Sache. Ja, du, ich habe dich ja angerufen an dem Tag, wo wir angeliefert haben. Erste Mal Kaltstart in der Werkstatt drin und dann war da hinten ja doch so eine kleine Flamme. Kann man vielleicht auch einblenden. Wir haben noch ein Video davon. Ja. Und das Ding hat geknallt. Ja, das ist das, was du auch mit fast 40 einem doch ein Grinsen ins Ja, es sind halt die Gesicht Kleinigkeiten. bringt. Ne? Ja. Genauso wie zum Also- Beispiel der GT3 klingt ja an sich ja schon geil. Aber jetzt so mit der Paarung mit dem Turbolader, weil der klingt ist halt wie ein GT3 mit Lader und halt nicht wie ein Turbo. Und das finde ich macht das Erlebnis auch einzigartig. Ne? Dann kannst du auch keinen schlechten Tag mehr haben. Also Nee. wenn du mit so einem Auto fährst und dann schlechte Ja. Laune hast, dann machst du irgendwas falsch. Das Einzige, was schade ist, in Deutschland ist es natürlich jetzt schwierig, damit auf der Straße zu fahren. Ja. Wenn wir jetzt in Amerika, Nächstes Jahr nehmen wir das Auto, wenn alles gut geht, geht der ja mit Turismo mit nach zu SEMA. Stimmt, Dann, hast du- dann hast können du wir dort ja auf der Straße rumballern, weil da ist das ja normal. ja, da wäre das kein Problem. Dann machen wir kommst hier du- schön ein Kennzeichen mit so Kabelbindern dran und dann Feuer frei. Und hier kommst du für den Knast. Hier kommst du ja für den Knast, ist so. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite hattest du auch noch andere Räder drauf, ne? Ja. Die sind aber eigentlich von einem anderen Auto von dir, wenn ich Genau. das richtig in Erinnerung habe. Ja. So, dann erzähl mal, von welchem Auto sind eigentlich die Räder? Ja, also ich habe ein tolles Reel, war das glaube ich von deinem Papa gesehen, wo er die Leute quasi gefragt hat nach einem GT2 RS. Ihr habt ja schon genau. viele Turbo S umgebaut Genau, und dass er das Ganze nochmal machen würde bei einem GT2 RS. genau. Davon hatten wir jetzt vereinzelt immer mal zwischendurch wieder welche gemacht und wir hätten Bock mal wieder einen zu machen. Und zwar um einen Genau. mit 1000. Es wären natürlich auch 1200 PS möglich. Wir hatten bisher bei dem Fahrzeug noch keinen Kunden, der angefragt hat. Das Auto ist ja in relativ kleiner Stückzahl hergestellt worden und bisher war die Anfrage eigentlich nur nach Umbauten, die auch reversibel sind, also rückrüstbar. Und da bietet sich eben unser 900 PS Kit perfekt an. Man kann das jederzeit wieder auf Serienstand zurückrüsten und hat dann wieder ein Originalfahrzeug. Und ich habe das Mittwochabends, glaube ich, gesehen. Donnerstags habe ich dich angerufen. Freitags war das Auto da. Und so ungefähr, Freitag war das Auto da und haben jetzt einen GT2 RS mit legalem 1000 PS Ja. eingetragen und dafür hat Turismo dann diese 5-teiligen Felgen angefertigt. Also die Idee entstand vor circa einem Dreivierteljahr vor diesem Ultra Race und zum Black Diamond wurden die dann fertig. Und wenn man diesen Ausschnitt vielleicht reinblendet, das sind tatsächlich 5-teilige Felgen. Ja, also Räder finde ich echt gut, sind coole Räder. Aber also ich sag mal so, auf der anderen Seite ist auch geil, aber auf der anderen Seite sieht man die goldenen Sachen halt besser. Ne? Das Rad ist krass, weil das ganze Auto krass ist, wirkt das darauf, sehr geil. Aber es ist natürlich schade, dass jetzt die goldenen Sachen untergehen. Ja. Also ich finde es jetzt auch krass, mit mehreren Leuten gesprochen. Der eine sagt halt, boah, voll geil rechts. Ja. Der andere sagt, boah, voll geil links. Aber ist doch cool, es ist für alle was dabei. Und das Geile ist, ich habe ja Turismo-Felgen eingetragen, dann machen wir es einfach so. Dann Ja, bleiben ist die ja einfach, das Gleiche, oder? die bleiben da rechts Ja. drauf, die anderen bleiben links drauf. Und was ich halt auch cool fand hier, dass die Motorhaube so cool ankam. So. Ja, also muss Und ich das sagen, ist halt das ein ist ja auch was Geschmack. sonst kein GT3 RS hat. Habe ich vorher noch nie gesehen. Ja, auch wieder durch so einen dummen Kontakt in Anführungszeichen. Ich nenne es jetzt einfach dumme Kontakt, weil wenn wir uns nicht kennengelernt hätten, wird wahrscheinlich jetzt niemals ein GT3 S mit 2 Turboladern hier hängen. Ja, manchmal läuft das halt so, ne? Ach, Ja, und so habe ich einen kennengelernt in Shanghai. ja. Bin ich ganz ehrlich, der baut die Motorhauben nach. Ja, eine Motorhaube hingeschickt, er hat sie nachgebaut in Forged Carbon und ich finde auch, da hat er mega gut Und gebaut. man muss auch sagen, Preis-Leistung, ich weiß ja, was er gekostet hat. Ja. Wenn man weiß, was eine originale Haube bei Porsche kostet, da liegen natürlich Welten dazwischen. Und ich muss sagen, sie passt auch echt gut. Also für den Preis, würde ich sagen, habe ich es nicht erwartet. Ich auch nicht, aber manchmal musst du was riskieren. Ja, ist so. Ja, so. ist wirklich so. Ja. So, Und was da- natürlich noch dazu kommt, du hast dein Auto, das ganze Frontend umgebaut. Weil es ist ja eigentlich Ja. nur noch 1.1. Genau, ist ein MK1. Grundsätzlich ein MK2 hat ja die gleichen Kotflügel, aber die Kiemen gucken nach oben. Genau, Und genau. das finde ich, sieht auch viel aggressiver Ist aus. so, ist Sieht so. besser Passt aus. besser zu dem Auto. Und die ganze Stoßstange vorne finde ich auch toller wie beim Ja. MK1. Aber das ist, Sehe glaube ich, auch so. Geschmackssache. Das sind so diese Kleinigkeiten, so die Blinker und sowas. Ich weiß nicht, ich finde die LEDs, diese LED-Streifenblinker finde ich viel geiler als die normalen. Ja. Das lässt das Auto einfach so viel moderner wirken. Und was finde ich, was Porsche nicht gut gemacht hat, ist, das Ding ist ja original in Plastik nur. Ja, Also jetzt in Fahrzeugfarbe lackiert, ist viel schöner sieht als das Plastik. tausendmal besser aus. Ja. Aber ich glaube, das Problem haben sie beim neuen 992 GT3 RS auch. Da ist ein bisschen viel Plastik dran. Das stimmt. Ja.
Doch. Ja, cool. Ich glaube, wir sind erstmal soweit durch. Oder fällt dir noch was Schönes ein, was du uns so erzählen möchtest? Nein, unser neues Projekt, aber da reden wir dann mal anders Da reden wir noch mal wann anders drüber. drüber. So, Patrick, danke für deine Zeit. Vielen Hat mich Dank euch, gefreut. ne? Danke für Ja. den schönen Umbau, dass wir ein cooles Auto bauen konnten. Und ich hoffe, euch gefällt das Auto genauso wie uns. So, zum krönenden Abschluss müssen wir natürlich noch bei dem letzten Auto, was wir auf der Messe haben, halten. Wir haben nämlich hier unseren 997.1 Turbo, den G-Turbo. Man kennt ihn ja auch als den Hans. Stehen nämlich bei Grip mit auf dem Stand. Und ja, das Auto kennt man im Prinzip eigentlich schon aus den Videos. Was wir eigentlich nur mal eben einmal zeigen wollten, wir haben nämlich ein bisschen was geupdatet an dem Auto. Und zwar, es war nämlich schon länger die Idee, dass wir da so ein Speedtail drauf bauen. Also im Prinzip einfach nur eine Verlängerung mit einer Abrisskante, dass die Luft weiter hinterm Auto verwirbelt wird, weil das Auto ja eigentlich ja für Topspeed gedacht ist. Ja, das Problem ist natürlich halt mit Topspeed, wir hatten vorher ja den 997.2 GT3 Flügel drauf, der bremst natürlich ein bisschen und ja, deswegen war es natürlich Pflicht, dass das jetzt noch einmal mit aufs Auto kommt. Und ich muss sagen, es macht das Auto doch noch mal ein kleines Stückchen geiler, finde ich zumindest. Ja, ist schon cool, gerade mit dem Kevlar. Wir haben natürlich extra uns eine Kevlar-Platte gemacht, weil das Dach ja auch Kevlar ist, dass man einmal eine schöne fortlaufende Linie hat zu dem Auto. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet doch beim nächsten Mal gerne wieder ein. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas, was wir noch ändern, verbessern können, wie auch immer, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Bis dahin. Richtig So kennengelernt. richtig kennengelernt. Es war echt cool. krank, Ich ja. muss sagen, ich finde die Felgen sogar. Ja. Wir haben gerade gesagt, die Motorhaube GT3S habe ich vorher noch nie gesehen. Man sieht.